Ergänzend zu den modularen Straßen aus dem vorangegangenen Tutorial basteln wir in diesem Video modulare Kurven. Passend für diverse Spielsysteme wie Warhammer 40k, Fallout oder Gaslands. Außerdem zeige ich euch natürlich noch, wie ihr Straßen und Kurven schnell und mit coolen Effekten bemalen könnt. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Für den Bau modularer Kurven braucht ihr nahezu dieselben Materialien wie zuvor für die modularen Straßen. Also 2 mm dünnen Rollkork und 1 mm dünnes PVC in Form von Forex Hartschaumplatten. Alternativ könnt ihr aber auch anderen Kunststoff oder sogar Finnpappe nehmen. Als erstes müssen für die Kurven aber Schablonen angefertigt werden. Dafür nehme ich eine dünne Styroporplatte aus dem Baumarkt und einen Heißdrahtschneider mit Kreisschneideraufsatz. Aber es gehen auch große Teller oder Töpfe, um deren Rundungen zum Beispiel auf Pappe zu übertragen. Oder wenn ihr habt, ein riesiger oder improvisierter Zirkel. Meine Straßensegmente bzw. die PVC-Platten aus dem vorherigen Video sind ja 24 cm lang und 12 cm breit. Dazu passend sollen meine Kurven außen einen Radius von 24 cm haben, was einen Durchmesser von 48 cm bedeutet. Innen soll der Radius 12 cm betragen, was somit 24 cm bedeutet. Während sich 24 cm Durchmesser noch mühelos an jedem Kreisschneider einstellen lassen, muss man bei 48 cm Durchmesser schon etwas tricksen. Und zwar indem man den Kreisschneider rechts vom Draht ansetzt und den gewünschten Abstand zwischen Nagel und Draht mit einem Lineal einstellt. Ich habe hier schon mal eine Ecke meiner Styroporplatte grob als Viertelkreis zugeschnitten und den Kreismittelpunkt bzw. Einstichpunkt auffällig markiert. So, die Außenseite unserer Kurvenschablone hätten wir schon mal. Setzt den Kreisschneider nun wieder an die übliche Position und stellt für die Innenseite der Kurvenschablone einen Durchmesser von 24 cm ein und schneidet das Styroporstück erneut ab. Jetzt ist eure Kurvenschablone an beiden Enden nur noch etwas zu lang. Um diesen Überschuss exakt abzuschneiden, nutzt das Reststück mit der Einstichstelle bzw. dem Kreismittelpunkt und stellt nacheinander die entsprechenden Schnittbreiten ein. Dafür muss die Einstichstelle jeweils bündig zum Draht verlaufen. So schneidet ihr nacheinander den Überschuss an beiden Enden ab und habt eine perfekte Viertelkreis-Kurvenschablone. Wenn ihr auch noch Achtelkreis-Kurvenschablonen möchtet, markiert euch vor dem Abschneiden der Enden die Mitte des Viertelkreises. Das geht ganz einfach, indem ihr 45 Grad mit einem Geodreieck oder ähnlichem abmesst. Halbiert dann eure Viertelkreis-Kurvenschablone und schneidet das eben markierte Teil freihand entlang der Linie durch. Schon habt ihr 2 Achtelkreis-Kurvenschablonen und könnt die PVC-Platten zuschneiden. Analog dazu braucht ihr natürlich noch etwas größere Schablonen für den Korkbelag. Denn dieser soll ja wie gehabt an allen Seiten etwa 2 bis 3 mm über die PVC-Platten hinausragen. Schneidet also noch weitere Viertelkreis- und Achtelkreis-Kurvenschablonen mit folgenden Durchmessern zu. Außen ca. 48,5 cm und innen 23,5 cm. Danach habt ihr kleinere Innenschablonen für den PVC-Zuschnitt und größere Außenschablonen für den Rollkork. Legt dann ganz einfach die entsprechende Schablone auf den Rollkork und schneidet das Material entlang der Rundungen ab. An den geraden Kanten müsst ihr selber etwa 3 mm Überstand einrechnen. Das muss auch gar nicht so genau sein, weil später noch alles abgezupft wird. Deutlich genauer geht's dann mit den kleineren Innenschablonen auf dem PVC weiter. Übertragt zunächst die Umrisse, um die Kurven danach mit einer Schere auszuschneiden. Anschließend sollten eure Korkstücke an allen Seiten etwa 2 bis 3 mm über den PVC hinausragen. Sollte es mehr sein, schneidet den Überschuss einfach ab. Danach wird der Kork wieder klein gerissen und auf den PVC geklebt und dann am Rand abgezupft. Also genau wie bei den geraden Straßenelementen. Danach sind all eure Straßenbauteile fertig und es kann an die Bemalung gehen.
Startet mit einem sehr dunklen Grau als Grundfarbe, in meinem Fall mit einem 1:1 Mix aus Schiefergrau und Schwarz. Und gebt zum nachträglichen Verkleben und Versiegeln ausnahmsweise deutlich mehr Holzleim als sonst üblich hinzu. Bemalt damit zunächst die unteren Überstände und Kanten und dann die Oberseiten. Nach dem Trocknen wird mit einem 1:1 Mix aus dem Schiefergrau und einem Hellgrau trocken gebürstet. Die nächsten Trockenbürst-Highlights erfolgen dann nur noch mit dem Hellgrau. Danach werden die Löcher und breitesten Fugen mit Sand aufgefüllt. Natürlich hätte man den Sand auch schon zusammen mit dem Kork aufkleben können, aber meine Straßen sollen ja zu meiner Wasteland-Spielplatte passen. Entsprechend soll der Ockerfarbton vom Terrarium-Sand erhalten bleiben. Gebt also ein wenig Sand auf jedes Straßensegment, um diesen dann vorsichtig in die Fugen zu bürsten. Zum Verkleben und Versiegeln des Sandes mischt euch nun Holzleim mit Wasser an, bis der Holzleim etwa milchartig dünnflüssig ist. Gebt zudem noch einen Tropfen Spülmittel hinzu, um die Oberflächenspannung zu brechen. Tröpfelt diesen Mix mit einer Pipette großzügig auf den Sand und lasst ihn in Ruhe in den Sand einziehen und austrocknen. Danach werden alle Straßensegmente zum erneuten Versiegeln komplett mit dem Holzleim-Wassermix bemalt, damit auch garantiert kein Sandkörnchen mehr abrieselt. Der Krautfixer von Krautcover und wohl auch einige andere Fixer mit Isopropanolanteil sind dafür übrigens weniger geeignet, da sich auf einem meiner Teststücke hierdurch wieder der Korkbelag löste. Nach dem Trocknen folgt zunächst ein Trockenbürstschritt auf den Asphaltflächen mit einem Mix aus Hellgrau und einem Sandton. Und dann nur auf dem Sand mit dem reinen Sandton. Denn die Holzleim-Wasserversiegelung hat ja alles ein wenig abgedunkelt. Damit die Straßen nun noch besser zu meiner Wasteland-Spielplatte passen, schnappe ich mir wie beim Bemalen der Spielplatte wieder die damals verwendeten Washes. Jedes Segment feuchte ich dann kurz mit Wasser aus einem Pumpzerstäuber an, um dann die Washes nass in nass aufzubringen. Damit die Washes aber nur den Sand einfärben, tupfe ich die Flüssigkeit vom Kork wieder vorsichtig mit einem Küchentuch ab. Danach könnt ihr die blaue Beschichtung von der Unterseite aller Segmente dann auch endlich abholen, denn nun sind eure Straßen und Kurven spielbereit. Und wer sich schon die ganze Zeit fragte, ob sich die dünnen Segmente nicht durch Leim und Farbe total verbiegen? Nein, tun sie nicht. Höchstens ein klein wenig und das lässt sich dank des flexiblen PVCs mühelos wieder, im wahrsten Sinne des Wortes, gerade biegen. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Nachbasteln und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!